Hey, Servus, ich bin Connor. Ich komme aus Long Island in New York und ich wohne zurzeit in Konstanz, wo ich ein Englischlehrer mit dem Fulbright-Programm bin. Und ja, heute in diesem Video werde ich euch vorstellen, was meine erste große Kulturschocks waren, als ich zum ersten Mal in Deutschland war. Dieses Video wird auf Deutsch sein und wenn ich Fehler beim Sprechen mache, bitte schreib mir in den Kommentaren, so ich besser werden kann. Danke. Also ich bin 2019 zum ersten Mal nach Deutschland, zum ersten Mal nach ganz Europa gefahren und das war meine erste Erfahrung in Deutschland. Und was mir zum allerersten aufgefallen ist, dass ich kein Deutscher bin. Ich weiß, das klingt komplett verrückt, komplett komisch, aber als Amerikaner, viele von uns haben Vorfahren aus Europa, aus Lateinamerika, aus Asien, was auch immer. Und wir fragen, okay, was bist du? Und dann wir sagen, ich bin Deutsch. So, wenn jemand mich fragen würde, was bist du? Ich weiß, das heißt, woher kamen deine Vorfahren? Und ich habe immer geantwortet, ich bin Deutsch. Also ich habe mich immer identifiziert als Deutsch-Amerikaner, aber beziehungsweise Deutsch. Und dann ich bin nach Deutschland gefahren und es ist mir plötzlich aufgefallen, oh, ich bin hier nicht aufgewachsen, ich spreche die Sprache nicht, ich verstehe die Mentalität von diesen Menschen noch nicht oder noch nicht ganz. Und ja, so, das war mein erster großer Kulturschock, dass, oh, ich bin Amerikaner. Und deswegen ist es etwas ganz Besonderes für mich, die Sprache zu lernen, die Kultur kennenzulernen und Deutschland besser kennenzulernen. Und ich freue mich immer und diese Reise hat mich so viel gebracht. Und ja, endlich mal zu sagen, okay, ich verstehe Deutschland ein bisschen, das freut mich immer wieder. Falls du mehr Videos wie diese sehen möchtest, bitte subscribe. Und ja, falls du auch in den USA warst, schreib mir in den Kommentar, was dir aufgefallen ist. Als nächstes haben wir der öffentliche Verkehr. Berlin hat ein großes Netz von öffentlichem Verkehr und in meiner Heimat, obwohl es ein Vorort von New York ist, haben wir keinen öffentlichen Verkehr. Es gibt nur eine Bahnstrecke, die nach Manhattan fährt, aber ich habe keinen Grund, jeden Tag nach Manhattan zu fahren. Und das heißt, ich bin nur mit dem Auto gefahren. Und dann, ich erinnere mich an meinen ersten Tag in Berlin und ich hatte solche Angst mit der S-Bahn in die Uni zu fahren. Ich hatte keine Ahnung, wie das geht und ich hatte voll Angst, oh, wird es kommen? Und irgendwann habe ich mich daran gewöhnt, aber zum ersten Mal hatte ich furchtbar Angst vor dem öffentlichen Verkehr, weil ich einfach keine Erfahrung damit hatte. Jetzt kommen wir zu den Verkehrsregeln. Also man muss bleiben bei den roten Ampeln, weiß man schon. Ich gewöhne mich daran, obwohl es sehr anders ist, von woher ich komme. Woran ich mich nicht gewöhne, ist die Ordnung Polizei. Die sagen, hey, es gibt Kinder hier, warum gehst du über die rote Ampel? Also ich gehe nicht über die rote Ampel, hauptsächlich nicht, weil das ist die Kultur hier und ich will das respektieren. Aber ich kann es wirklich nicht verstehen, warum manche Menschen machen es so ernst mit den roten Ampeln. Oder manchmal bin ich mit dem Fahrrad in die falsche Richtung gegangen, was natürlich falsch von mir war. Ich hätte das nicht machen sollen. Oh, aber ich wusste nicht, es war eine komplizierte Kreuzung. Und ein Mann hat mich so angeschrien, mit solcher Wut. Ich habe es nie vergessen, wie sein Gesicht ausgesehen hat. So, ja, manchmal habe ich das Gefühl, dass die Ordnung mit dem Straßenverkehr sehr ernst genommen hier ist. Und ich kann das auch manchmal verstehen und ja, nur sehr anders von den USA, wo es ein bisschen lockerer ist. Als nächstes kommen wir zum Alkohol. Das ist etwas, das sehr heiß diskutiert wird und ich würde sagen, dass die ganze Lage damit in Deutschland ein bisschen besser ist. Zum Beispiel, wenn Schüler in der Highschool Alkohol trinken, sie müssen es verstecken und dann, sie können die Eltern nicht mitteilen, dass sie Alkohol trinken. Und in Deutschland habe ich das Gefühl, dass es mehr offen ist mit den Eltern, aber das ist ganz anders wie zu uns. Und auch mit den Lehrern, wenn ein Schüler so 16 oder 18 ist, ist es nicht wirklich komisch, wenn sie ein Bier beim Abendessen mit einem Lehrer haben würden. Aber das wäre total illegal, wenn ein Schüler irgendwann, irgendwo mit einem Lehrer Alkohol trinken würde. Das wäre komplett skandalös, eine Katastrophe für den Lehrer.
Also Alkohol, wir gehen komplett anders damit um, besonders mit Jugendlichen. Jetzt kommen wir zu den Unis. Ich habe an einer amerikanischen Universität studiert und das war wunderbar. Der Campus war mega schön, alle meine Freunde waren in der Umgebung, es war sehr leicht zu Fuß zu gehen, was zu machen. Es gab unglaublich viele Aktivitäten wie Yoga, andere Sports, Greek Life etc. Es gab super viele Dinge zu machen und sehr sozial. Und meine Klassen waren auch interessant. Ich hatte gute Beziehungen mit meinen Professoren. Dann bin ich nach Deutschland gefahren und ja, es war gar nicht so sozial. Meine Mitschüler oder meine Mitstudenten waren weit entfernt von mir und es gab weniger Aktivitäten. Der Campus war nicht so schön. Im Allgemeinen fand ich die Erfahrung, in den USA zu studieren, viel besser als in Deutschland. Aber jetzt denkst du, aber die deutschen Universitäten sind kostenlos. Da hast du einen Punkt. Aber meine Universität war auch gar nicht so teuer, weil es eine öffentliche Schule war oder Universität war und ich habe Stipendium bekommen und ich habe ein Jahr früher Abschluss gemacht. Das heißt, ich habe gar nicht so viel ausgegeben, wie man denken würde. Aber auch dieser Vorteil, dass es kostenlos ist in Deutschland oder fast kostenlos, finde ich manchmal dazu führt, dass diese ewig Student-Mentalität entwickelt sich. Und das finde ich wirklich nicht so schön. Und man hat es ein bisschen eiliger, Abschluss zu machen in den USA, weil es ein bisschen teurer ist. Und vielleicht irgendwo in der Mitte ist ein bisschen besser, aber so diese Take my time, ich habe es nicht eilig und diese Stressmentalität, beide finde ich nicht so richtig. Man soll ein bisschen erkunden, wenn man an der Uni ist, aber es ist kein Ort, um Erwachsensein zu verhindern. Zum Schluss würde ich sagen, das war einige Schocks, einige Dinge, die unterschiedlich sind, aber im Allgemeinen finde ich, Deutschland und den USA sind gar nicht so anders. Sie sind beide sehr wohnbar. Es gibt Dinge, die mir besser an beide Länder gefällt. Also, danke fürs Zuschauen. Bye bye.